ist rum. Eine Woche. Eine Woche tatsächlich. Wir haben wieder Dienstag und heute wollen wir in den Nationalpark fahren, auf Vulkane klettern und so weiter. Haben den Tag aber erstmal mit Levain, call him Mr. Levain, angefangen. Das ist eine Bäckerei in Tahiti und die ist super. Ja, also wir haben jetzt 2 Getränke, 2 belegte Brötchen und 2 Teilchen bestellt und haben keine 13 € bezahlt, was schon ziemlich krass ist. Genau, es war sehr, sehr lecker, man ist satt geworden, war eine Empfehlung und hat sich auch definitiv gelohnt, dieser Empfehlung nachzugehen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe noch nie so eine geile heiße Schokolade getrunken. Also das war wirklich was seinem Namen gerecht wurde. Ja. Sowas Pudding. Dickflüssiges, ja, also das war wirklich geschmolzene Schokolade. Auch aus so einem Schokobrunnen richtig rausgenommen. Ja. Vom Feinsten. Können wir definitiv empfehlen für Frühstücksgänger. Hier ist auch den ganzen Tag über voll. Genau, richtig. Viele gehen einfach nachmittags hier hin oder frühen Nachmittag oder was weiß ich. Kaffeekuchen. Na, das auch ist hier eine ganze ganz Vitrine groß. voll. Ja, unfassbar geil. So, jetzt auf dem Vulkan. Weiter! Jetzt stehen wir im Stau. Ihr seht es wahrscheinlich nicht im Hintergrund, aber ja, die lassen hier mal nur so ein paar Autos rein und dann muss man ziemlich lange warten. Aber wo lassen die immer nur ein paar Autos rein und da muss man warten? Das steht doch hier unten. Ach so. Montañas del Fuego. Guck mal, wie schön die Sonne scheint da hinten. Schön. Ja, ziemlich lange Wartezeit muss man mitbringen, wenn man hier hin will. Das liegt daran, dass die Leute gleich in Busse verfrachtet werden. Also hier darf man nicht mit dem Auto selber durchfahren durch die Berge, sondern das ist eine mehr oder minder geführte Tour in einem Bus. Die dauert, ich weiß nicht, 10 Kilometer ist die Strecke, glaube ich. Und da wird man halt hier durchgefahren für 10 € die Person. Was wir jetzt hier schön mitgeteilt bekommen haben von dem netten Herrn, bei unserer quasi letzten Attraktion aus dieser Liste kriegen wir hier so eine schöne Karte mit Auflistung, welche Attraktionen alle dabei sind, und da waren wir quasi überall schon. Das heißt, wenn man sich so einen Bonus-Voucher hier holt, für 33 € zum Beispiel für 6 Attraktionen. Fuck it. Hast du das Auto wieder kaputt gemacht? Ja. Cool. Dann spart man ordentlich Geld, weil wir haben jetzt für dieses Aqua-Ding 10 € gezahlt, für die unterirdische Höhle 10 €, für die Aussichtsplattform 4,50 oder so. Entschuldigung. Frau kann kein Auto fahren. Nein, die Doch. haben nur 3 Autos durchgelassen. 3. Ja, immerhin. Und der Bus darf fahren. Ja, der Bus darf fahren. Der Bus, Blödos Busos. Ja. Und dann hier nochmal 10 €. Und wahrscheinlich gehen wir noch in den komischen Kaktusgarten und dann müssen wir auch nochmal zahlen. In den komischen Kaktus. Und für alles zusammen hätten wir nur 33 € bezahlen können. Also, wenn ihr hier hinkommt und euch das alles angucken wollt, Bonus-Voucher, ne? Und Klare dann am besten Empfehlung. alles. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch alles an. Ja. Vor allem, weil der Unterschied zwischen 4 Centern und 6 Centern 5 € ist. Also pro Person. Mega geil eigentlich. Kann man von den sich mal Angeboten antun. her. Ja. Und wir warten jetzt hier noch ein bisschen. Aber guck mal, da fahren schon Oh, wieder so viele raus. Nein. Oh, 3. 3 Bilder. Ja, guck mal. Das heißt, wir können noch, beim 3. Mal sind wir dabei. Fick dich! Fick dich! Das nimmst du nicht mit rein. Was sind das denn hier für Du Ausdrücke? nimmst das nicht mit rein. Language. Wording.
So, wir stehen jetzt in irgendeiner Schlange und steigen jetzt in irgendeinen Bus ein und hoffen mal, dass es der richtige ist und nicht irgendeiner, der nach Teneriffa fährt oder so. Aha. Ja, vielleicht kriegen wir was von den Vulkanen zu sehen. Im Idealfall schauen wir mal. Fire National Park we are now visiting within the confines of the Fire Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Male in der Nähe von Timanfaya, nur 2 Meilen von Jaiza, die Erde. Wer hätte das gedacht? Das war der richtige Bus. Hat rund 40 Minuten gedauert, die Fahrt durch die Vulkanberge hier. War recht interessant. Zugegeben, die Landschaft ist sehr eintönig, aber wenn man so die Geschichte dazu hört, und die wird in Spanisch, Englisch und Deutsch erzählt, der Reihe nach im Bus, dann ist das ganz interessant. Das ist ja erst rund 200 bis 300 Jahre her, dass das hier überhaupt alles mit dem Vulkan passiert ist. Der letzte Ausbruch war irgendwie 1824, also gemessen an der Geschichte der Welt sozusagen noch gar nicht so lange her. Die Fahrt im Bus ist schon ziemlich aufregend. Also der fährt auf Straßen lang, die kaum breiter sind als der Bus selbst und ziemlich nah an Abgründen entlang. Wenn ihr die Wahl habt, dann würde ich empfehlen, die rechte Seite vom Bus zu nehmen, am Fenster. Zwar gibt es auf beiden Seiten was zu sehen, aber meiner Meinung nach die geileren Abgründe waren definitiv auf der rechten Seite. Und zu ihrer Linken sehen Sie die Heimat von Jesus. Ja, wir sind fündig geworden. Wir nach einem kurzen Abstecher in ein Pornoparadies. Also das war so das FKK-Dorf. Ach so, ja. Hast du ganz vergessen, ne? Ja. Die kleinen Lümmel, die... Wir sind durch Mala gefahren. Einfach so, auch da sind Restaurants, sind wir die Straße mal rein, sind der Straße gefolgt. Auf einmal geht die Straße so aus dem Dorf raus. Wo führt das jetzt hin? Wir fahren einfach mal. Und dann fängt da noch so ein Dorf an. Auf dem Stadtschild sind schon nackte Ärsche abgebildet. Fahren wir rein, alles zu verkaufen. Alle Häuser leer stehen so fast. Und dann kommen wir in der Sackgasse an. Und läuft da erstmal so ein alter Typ mit seinem Schwengel an der frischen Luft raus und läuft da rum, ne? Und das ganze Dorf war einfach eine Sackgasse, ne? Also man ist da nur über diesen Schleichweg hingekommen und auch nur darüber wieder zurück. Aber das war ja auch mehr oder weniger, war das eine steile Küste, oder? Also du konntest nicht auf irgendeinen Strand gucken, sondern gefühlt musstest du da so ein bisschen kraxeln, um da überhaupt quasi runterzukommen. Und der Opi lief mit seinem blanken Arsch und seinem Schwengel einfach mal an der Straße vorbei. Und wir dachten uns, so ist das hier ja sind also. wir richtig. Ja. Hier sind wir richtig. Heute gibt's Würstchen zum Abendessen. Gott sei Dank Jedenfalls, nicht. ja, dann sind wir weitergefahren in den nächsten Ort, wo dieser komische Kaktusgarten ist, weil wir dann eine Empfehlung für eine Armenküche bekommen haben. Nein, Für eine Armenküche. Ja, nein, das ist irgendwie so ein Gemeinschaftshaus, wo man irgendwie sehr günstig essen kann. Irgendwie ein Cordon Bleu für 5 Euro oder 2 Schnitzel für 5 Euro. Haben wir gefunden, wollten wir dann aber doch nicht rein, weil das irgendwie so von draußen aussah wie ein ganz langer Tisch, wo ein paar Spanier dran saßen, für die es eigentlich gedacht war. Eben. Also haben wir noch ein schönes Foto von der schönen Kirche gemacht und sind nach Costa Teguise gefahren und zum Chinesen gegangen. Mega kleiner Raum, ne? Also die Chinesen bei uns in Deutschland. Ja, die füllen die größten Hallen quasi, Ja, ne? das Badezimmer ist so groß wie der Laden hier, aber die haben trotzdem Buffet angeboten. Ne? Wir erstmal völlig perplex, 8,90 € pro Person, machen wir.
kommst du da an, setzt dich hin und dann kriegst du erstmal so eine Liste, wo alle Sachen aufgelistet sind. Ne? Ja, Chicken mit Chili-Soße, Chicken mit Süßsauce, mit Orangensoße, Duck und so weiter und so fort. Ja, und wie ist das jetzt? Hier ist kein Platz für ein Buffet, hier steht auch nirgendwo ein Buffet. Kriegst du alles frisch gemacht. Also du suchst dir was aus und kriegst dann frisch gemacht. Wir haben mit Startern angefangen. Pling, Pling. Was? pling. Pling. Die Mikrowelle hat Pling Ach so. gemacht. Ja, oder? Ja, stimmt. Aber nur einmal. Also Nur wir einmal. wissen nicht, vielleicht haben wir zu viel bestellt und sie wollten das andere nochmal warm machen, was schon vielleicht kalt war. Das Ich wissen habe wir. keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall alles sehr frisch geschmeckt und war auch sehr gut. Aber wir waren halt ein bisschen überfordert. Als Starter haben wir erstmal beide Frühlingsrollen genommen, das war noch okay. Und dann hast du halt diese Liste von, ich sag mal, 100 Sachen und sollst dir was aussuchen als Hauptgang. Unfassbar. Es ist all you can eat und ich dachte mir so, ja okay, ich suche mir jetzt irgendwas aus und die machen mir dann einen Teller daraus. Sind vielleicht kleine Portionen. Ja. Nee. Ich habe dann so gesagt, ja, ich möchte hier gerne Beef mit Chili-Soße, dann möchte ich hier die gebratenen Nudeln, dann nur noch das Reis hier, den Reis und Schwein oder Hühnchen ist auch gerne gesehen. Ja, und dann hatten wir auf einmal den ganzen Tisch voll, ne? Und die kommt immer noch weiter, bringt immer noch mehr und ja. Und ich dachte auch, was ist das? Oha, ja, Ja. und jetzt rollen wir nach Hause. Aber wir haben es geschafft, so mehr oder minder. Ja. Ich musste so mich auf das Wesentliche konzentrieren, habe das Gemüse liegen lassen, aber größtenteils haben wir es geschafft. Es ist aufgegessen worden. Ja. Sie hat dann noch netterweise gefragt, ob wir ein Eis haben wollen. Wir Nö. wollten nicht mehr. Schnaps wollten wir auch nicht mehr. Schnaps wollten wir auch nicht mehr. Ich wollte keinen Schnaps Und mehr. sie hat direkt für beide geredet, ne? Also ich habe keinen Schnaps bekommen. Ich bin Fahrer, ich darf nichts trinken hier. Wäre für die Verdauung vielleicht ganz gut gewesen, aber naja. Oh. So, komm. Auf geht's. Ab ins Bett. Ja, Findest den Weg nach Hause? das Bequeme. Oh ja. Ne? Oh. Ne? Als würdest du auf einer Beton, auf so einem Ja. auf dem Opfertisch so. Ja. Wo die Neandertaler ihren Göttern Schafe geopfert haben drauf. Darauf schlafen wir. Nur mit dem Laken drüber. Ja, bis dann. Tschüss. Oh, ich freue mich darauf. Junge! Sehr geil.